Der Genitiv ganz einfach erklärt. Von wem ist diese Pflanze? Oder wessen Pflanze ist das? Mein Name ist Sophie, ich bin deutsche Muttersprachlerin und auch zertifizierte Deutschlehrerin hier bei Home Studies. Und als Deutschlehrerin ist es natürlich meine Leidenschaft, mein Wissen mit meinen Schülern und Schülerinnen zu teilen. Und wie ihr euch bereits denken könnt, geht es heute um den Genitiv. Ich erkläre euch heute ganz einfach, wie ihr den Genitiv benutzen könnt. Los geht's! Der Genitiv ist einer der Fälle im Deutschen, der leider nicht mehr so oft benutzt wird, obwohl er total schön klingt. Und wenn ihr den Genitiv benutzt, könnt ihr auf jeden Fall eurem Gegenüber zeigen, dass ihr ein super gutes Deutschniveau habt. Aber dafür müssen wir natürlich erstmal den Genitiv verstehen. Der Genitiv ist eine Form oder ein Fall, der ein Besitzverhältnis anzeigt. Das heißt, der Genitiv zeigt mir, dass einer Person etwas gehört. Wie in diesem Beispiel die Wohnung des Ehepaares. Das Ehepaar hat also den Besitz, besitzt die Wohnung. Der Genitiv zeigt aber auch zum Beispiel einen Urheber an. Ein Urheber ist eine Person, die etwas eigenständig, also selbst produziert hat. Und dieser Person gehört also das Resultat, das Endprodukt, wie in diesem Beispiel das neue Werk des Autors. In diesem Fall ist der Autor der Urheber, also die Person, die etwas eigenständig kreiert hat. Wir benutzen den Genitiv auch für Produkte, um die Eigenschaften von Produkten zu beschreiben, wie zum Beispiel das Material des Tisches. Wir sprechen also über das Material von dem Tisch, das Material des Tisches. Wie ist der Tisch? Aus welchem Material besteht der Tisch? Aus Holz. Und in diesem Fall ist der Tisch also das Produkt. Der Genitiv beschreibt auch Eigenschaften, wie zum Beispiel das Essen ist minderer Qualität. Wir beschreiben hier die Eigenschaft von dem Essen, des Essens. Der Genitiv wird uns angezeigt durch die verschiedenen Endungen am Artikel, am Adjektiv und besonders auch am Nomen. Was meinen wir damit? Ihr wisst bereits, dass zum Beispiel der Akkusativ immer durch den bestimmten Artikel den oder unbestimmten Artikel einen markiert wird. Oder dass der Dativ durch den bestimmten Artikel dem oder einem oder der oder einer für feminine Wörter. Und das ist natürlich auch der Fall für den Genitiv. Wie zum Beispiel hier. Die Wohnung des Ehepaares. Das neue Werk des Autors. Das Material des Tisches und das Essen ist minderer Qualität. In all diesen Fällen hat unser Genitivobjekt also eine bestimmte Endung. Und wie ihr schon seht, ist diese Endung oft es. Wann genau diese Endung es ist, das zeige ich euch jetzt. Denn wir haben hier die Wohnung des Ehepaares und das heißt, wir sprechen hier über ein neutrales Wort, das Ehepaar. Oder das neue Werk des Autors. Unser Objekt ist der Autor. Aha, also ein maskulines Wort. Es geht weiter mit das Material des Tisches. Es ist der Tisch, also wieder ein maskulines Wort. Und hier in unserem letzten Beispiel, das Essen ist minderer Qualität, haben wir ein Adjektiv ohne Artikel. Was genau bedeutet das jetzt also? Wir sehen hier die Formen des Genitivs. Wie ich eben schon gesagt habe, ist beim Dativ zum Beispiel die Markierung em für neutrale und maskuline Wörter. Beim Genitiv ist die Endung an unserem Artikel immer es. Also des
eines, meines, deines, keines Mannes. Für neutrale Wörter ist das ebenfalls der Fall. Also des, eines, meines, deines, keines Kindes. Feminine Wörter bekommen die Endung er, wie beim Dativ. Also der, einer, meiner, deiner und so weiter, keiner Frau. Und im Plural gilt diese Regel auch, denn wir wissen, okay, Pluralwörter auf Deutsch sind immer feminin und im Genitiv haben sie also die gleiche Endung wie die femininen Wörter im Singular, also der, einer, meiner, deiner, keiner Großeltern. Und das bedeutet, dass der Genitiv bei maskulinen und bei neutralen Wörtern durch das sogenannte Kasussignal S angezeigt wird. Sehen wir also einen Artikel wie des oder eines plus S am Ende unseres Nomens, wissen wir, okay, hier ist der Genitiv. Und ich zeige euch jetzt einige Regeln für die Genitivbildung. Also wann schreibe ich S und wann schreibe ich vielleicht auch ES am Ende meines Nomens. Wenn wir ein einsilbiges deutsches Wort haben, wie zum Beispiel der Mann hat eine Silbe, muss ich bei meiner Genitivendung an das Nomen E plus S schreiben. Und das gilt für einsilbige maskuline deutsche Wörter. Das gilt auch für einsilbige neutrale deutsche Wörter. Hier habe ich zum Beispiel das Kind, das Land, das Buch. Des Kindes, des Landes, des Buches. Allerdings ist es hier so, dass die Endung E optional ist. Ihr werdet sehen, dass viele neutrale einsilbige deutsche Wörter auch nur mit S im Genitiv geschrieben werden, also des Kinds, des Lands, des Buchs. Für einsilbige Fremdwörter, also Wörter, die aus anderen Sprachen in das Deutsche integriert wurden, schreiben wir einfach nur S. Also zum Beispiel der Job, der Chef, des Jobs, des Chefs. Personennamen bekommen auch immer ein S. Ihr seht hier Claras Kinder, Herrn Wagners Auto, Frau Bamberls Angestellte. Bei dieser Form Herr müssen wir zusätzlich noch die N-Deklination benutzen. Also wir schreiben Herrn Wagners Auto. Und bei Wörtern mit Zischlauten am Ende, wie zum Beispiel S oder TZ oder Z, gilt ebenfalls die Regel ES, wie zum Beispiel des Platzes. Kommen wir noch einmal zu den Personennamen. Wenn es Personennamen gibt, werden diese Personennamen immer vorangestellt. Ich zeige euch einige Beispiele. Wir haben diese Beispiele gerade schon einmal gesehen und ich schreibe also immer Claras Kinder oder Herrn Wagners Auto oder Frau Bamberls Angestellte. Ich schreibe nicht der Kinders Clara oder des Autos Herrn Wagners. Wir haben hier einen Personennamen, also müssen wir zuerst den Namen schreiben plus Genitivendung und erst dann das Objekt, das den Besitz anzeigt. Geografische Namen können wir voranstellen oder nachstellen. Was bedeutet das? Ein geografischer Name ist zum Beispiel der Name eines Landes, ja, wie zum Beispiel Deutschland. Und wir schreiben hier zum Beispiel der Süden Deutschlands oder Deutschlands Süden. In diesem Fall ist beides möglich, denn bei Ländern ist es so, dass wir die Markierung immer am Land haben, also das Kasussignal S haben wir immer am Ländernamen und dann der jeweilige Besitz, also was genau möchten wir näher beschreiben, welches Objekt oder welchen Besitz des Landes, das können wir vor das Land stellen oder auch danach. Denn der Genitiv heute wird ersetzt durch die Präposition von
plus den Dativ, um zum Beispiel Besitz anzuzeigen. Die Wohnung von dem Ehepaar oder das neue Werk von dem Autor oder das Material von dem Tisch. Wir haben eben die Beispiele gesehen, die Wohnung des Ehepaares, das neue Werk des Autors, das Material des Tisches. Und diese Genitivform finden wir, wie gesagt, eher im geschriebenen Deutsch. Mündlich, also im gesprochenen Deutsch, hören wir diese Formen. Aber es gibt tatsächlich einige Präpositionen, die auch heute immer noch mündlich mit dem Genitiv benutzt werden. Und besonders für euer schriftliches Deutsch, wenn ihr zum Beispiel eine B2 oder C1 Telg- oder Goethe-Prüfung ablegen möchtet, wenn ihr eine formelle E-Mail schreiben sollt oder auch für wissenschaftliche Texte, ist es besonders wichtig, die Genitivpräpositionen zu kennen und sie dann richtig zu benutzen. Denn das zeigt, dass ihr bereits ein sehr hohes Deutschniveau erreicht habt und auch in der Lage seid, den Genitiv richtig zu benutzen. Wenn ihr wissen wollt, welche Präpositionen das sind, dann bleibt unbedingt dran und schaut euch das nächste Video an, in dem ich euch die wichtigsten Genitivpräpositionen zeige. Ich freue mich darauf, euch gleich wiederzusehen. Ciao!